Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Gabor Maté ist ein renommierter kanadischer Arzt und Autor, der für seine tiefgehenden Analysen zum Zusammenspiel von Körper, Geist und Umwelt bekannt ist. In seinem Buch Wenn der Körper Nein sagt, wie verborgener Stress krank macht und was Sie dagegen tun können, wirft Maté einen umfassenden Blick auf die Zusammenhänge zwischen chronischem Stress, emotionaler Unterdrückung und körperlichen Erkrankungen. Basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung in der klinischen Praxis sowie fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen zeigt Maté, wie psychosoziale Belastungen unseren Körper beeinflussen und im schlimmsten Fall zu schweren Krankheiten wie Krebs, Autoimmunerkrankungen oder chronischen Schmerzzuständen führen können. Er beschreibt eindrücklich, dass viele körperliche Beschwerden untrennbar mit emotionalen und seelischen Prozessen verknüpft sind, die im Alltag häufig übersehen oder nicht ernst genommen werden. Dieses Buch lädt Leserinnen und Leser ein, sich mit den eigenen Stressmustern auseinanderzusetzen und die Signale des eigenen Körpers achtsamer wahrzunehmen. Maté geht über oberflächliche Symptome hinaus und fordert ein grundsätzlich neues Verständnis von Gesundheit, Krankheit und Heilung. Damit liefert er sowohl Betroffenen als auch Behandlern einen wichtigen Leitfaden, unterstreicht den Wert der Selbstfürsorge und vermittelt, wie es gelingen kann, Stress zu reduzieren und das Wohlbefinden nachhaltig zu verbessern. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die Verbindung zwischen Stress und Krankheit. Gabor Maté zeigt, dass viele chronische Krankheiten nicht ausschließlich körperliche oder genetische Ursachen haben, sondern oftmals Resultat von anhaltendem, unterschwelligem Stress sind. Stress entsteht häufig dann, wenn Menschen eigene Bedürfnisse, Gefühle oder Grenzen zugunsten äußerer Anforderungen zurückstellen. Maté verdeutlicht anhand zahlreicher Fallbeispiele, wie emotionale Unterdrückung, Perfektionismus oder übermäßige Anpassung an äußere Erwartungen das Immunsystem schwächen und Entzündungsprozesse in Gang setzen können. Krankheiten wie Multiple Sklerose, Rheumatoide Arthritis oder sogar Krebs sind laut Maté oftmals Ausdruck eines jahrelangen Ignorierens innerer Warnsignale des Körpers. Erst wenn die Psyche nicht mehr in der Lage ist, emotionale Konflikte zu verarbeiten, übernehmen körperliche Symptome die Kommunikation und fordern ein Umdenken. Der Autor fordert eine Abkehr von der rein symptomorientierten Behandlung hin zu einer ganzheitlicheren Perspektive, die psychosomatische Zusammenhänge ernst nimmt und Patientinnen und Patienten ermutigt, ihre Lebensumstände und inneren Muster achtsam zu reflektieren. Zweitens. Frühkindliche Prägung und Bindungserfahrungen. Ein zentrales Thema des Buches ist die prägenden Einflüsse der Kindheit, insbesondere in Bezug auf Bindung und emotionale Erfahrungen. Maté argumentiert, dass viele Erwachsene ihre eigenen Bedürfnisse und Gefühle verleugnen, weil sie in der Kindheit gelernt haben, Zuwendung und Liebe nur durch Anpassung oder das Übernehmen von Verantwortung für andere zu bekommen. Diese früh anerzogenen Verhaltensmuster führen häufig dazu, dass Menschen sich auch im späteren Leben selbst vernachlässigen, eigene Belastungsgrenzen ignorieren und auf Signale ihres Körpers nicht achten. Gerade emotionale Kälte, Vernachlässigung oder instabile Bindungen in der Kindheit schaffen eine dauerhafte Anfälligkeit gegenüber Stress und den damit verbundenen gesundheitlichen Risiken. Maté erläutert, wie die Wiederherstellung eines gesunden Selbstgefühls und das Erkennen alter Muster zentrale Bausteine auf dem Weg zu mehr Wohlbefinden und Gesundheit sein können. Das Verstehen dieser Zusammenhänge ist nicht nur für Betroffene hilfreich, sondern auch für Eltern, Pädagoginnen und Therapeuten. Drittens. Das Immunsystem als Spiegel innerer Prozesse. Das Immunsystem wird bei Gabor Maté zur Bühne, auf der sich das Zusammenspiel von Psyche und Körper abspielt. Er thematisiert eindrücklich, wie chronischer emotionaler Stress zu einer Schwächung der Immunabwehr führt und dadurch das Risiko für Infektionen, Autoimmunerkrankungen und sogar Tumorbildungen steigt. Besonders auffällig ist, dass Menschen mit der Neigung zur Selbstaufopferung, zum Perfektionismus und zur ständigen Harmonie oft häufiger von entsprechenden Krankheiten betroffen sind.
Maté verweist auf wissenschaftliche Untersuchungen, die belegen, dass solche Persönlichkeitsmerkmale und Verhaltensmuster tatsächlich biologische Prozesse beeinflussen, etwa indem sie die Produktion von Stresshormonen wie Cortisol chronisch erhöhen. Gerade bei Autoimmunerkrankungen richtet sich die Abwehr sogar gegen den eigenen Körper. Das Buch zeigt damit eindrucksvoll, dass seelische Konflikte buchstäblich unter die Haut gehen und nachhaltiges körperliches Wohlbefinden ohne emotionale Heilung kaum möglich ist. 4. Strategien der Selbstfürsorge und achtsame Heilung. Maté belässt es nicht bei einer Diagnose, sondern entwickelt konkrete Strategien für den Umgang mit Stress und die Heilung auf mehreren Ebenen. Offenheit gegenüber den eigenen Emotionen, das Zulassen von Schwäche und die bewusste Sorge für sich selbst werden als Essenz nachhaltiger Gesundheit betrachtet. Er betont die Bedeutung von authentischer Kommunikation, dem Setzen gesunder Grenzen und dem Aufdecken sowie Loslassen von destruktiven Glaubenssätzen. Im Alltag können Meditation, Achtsamkeitspraxis, körperliche Aktivitäten und die bewusste Beschäftigung mit eigenen Bedürfnissen helfen, Stress abzubauen und das Immunsystem zu stärken. Besonders wichtig ist Maté die Erkenntnis, dass Selbstfürsorge keine Form von Egoismus, sondern ein zentraler Aspekt der Verantwortung für das eigene Leben ist. Nur wer seine seelischen Wunden anerkennt, kann auch körperlich gesunden. Schließlich gesellschaftliche und medizinische Implikationen. Ein wesentlicher Aspekt des Buches besteht darin, die Grenzen und Defizite des traditionellen medizinischen Systems aufzuzeigen. Maté kritisiert eine zu einseitig symptomorientierte Medizin, die psychosomatische Zusammenhänge häufig ignoriert. Er plädiert für eine systemische Sichtweise, in der Gesundheit nicht nur das Fehlen von Krankheit, sondern das Resultat eines harmonischen Gleichgewichts zwischen emotionalen, körperlichen und sozialen Aspekten ist. Darüber hinaus macht er gesellschaftliche Faktoren als Stressoren aus, etwa Leistungsdruck, Konkurrenz oder mangelnde soziale Unterstützung. Damit fordert das Buch nicht nur eine Veränderung individueller Verhaltensweisen, sondern auch ein Umdenken in Medizin, Gesellschaft und Politik hin zu einer förderlichen, menschlicheren Gesundheitskultur. Zusammenfassend: Wenn der Körper Nein sagt. Von Gabor Maté ist ein Buch für jede und jeden, der verstehen möchte, wie emotionale und innere Konflikte den Körper beeinflussen und welche tiefgreifenden Auswirkungen chronischer Stress auf Gesundheit und Wohlbefinden haben kann. Besonders empfehlenswert ist das Buch für Menschen, die an chronischen Erkrankungen leiden, wiederholt unter Stressfolgen oder unerklärlichen Beschwerden leiden oder die in psychosozialen, pädagogischen oder medizinischen Berufen tätig sind und Hintergründe verstehen möchten. Aber auch für alle, die in ihrem Alltag bewusster und gesünder leben wollen, bietet Maté wertvolle Einblicke und praxiserprobte Hilfestellungen. Der Mehrwert dieses Buches liegt in der Verbindung von empathischer Praxisnähe, persönlicher Erfahrung und wissenschaftlicher Fundierung. Maté öffnet die Augen für die Bedeutung von Selbstfürsorge und das Recht auf eigene Bedürfnisse. Er macht Mut, das Leben neu zu justieren, Verantwortung zu übernehmen und belastende Muster zu durchbrechen. Im Unterschied zu reinen Ratgeberliteratur oder schlichten Stressbekämpfungstipps bietet Maté eine dauerhaft tragfähige Transformation an. Der Leser gewinnt durch dieses Buch das Verständnis, dass Gesundheit weit mehr ist als das Fehlen von Krankheit. Es ist ein leidenschaftliches Plädoyer für Achtsamkeit, einen liebevollen Umgang mit sich selbst und echte Heilung auf allen Ebenen. Wer bereit ist, hinzuschauen und echte Veränderungen zu wagen, wird aus diesem Buch essentielle Impulse mitnehmen. Angesichts der wachsenden Bedeutung von psychischer Gesundheit und Stressmanagement in unserer Gesellschaft ist Matés Ansatz aktueller denn je. Wer sich gezielt weiterentwickeln, Krankheitsursachen verstehen und Lebensqualität nachhaltig verbessern will, sollte zu diesem Buch greifen. Wenn Sie unterstützen möchten Gabor Maté, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.